Auf den weiten Graslandschaften des Masai Mara Reservats erteilt eine Löwenmutter ihren Jungen die erste Lektion im Jagen. Mutter und Kind verließen die Herde früh, bewegten sich leise und versteckten sich hinter dem hohen goldenen Gras. Vor ihnen graste eine Büffelherde, deren schweres Atmen durch die heiße, trockene Luft hallte. Die Löwenmutter forderte ihre Jungen auf, zu warten, aufmerksam zu beobachten und nicht ohne ein Signal zu handeln. Ein alter Büffel, der von der Herde getrennt ist und sich langsam bewegt, ist ein großartiges Ziel für die erste Jagd. Die Löwin stürzte sich nach vorne und lenkte ihre Beute mit einem kräftigen Biss in die Flanke ab. Das tapfere Löwenjunge stürmte vorwärts und kratzte mit seinen jungen Krallen die Hinterbeine des Büffels. Der Büffel brüllte wie verrückt, drehte den Kopf und stürmte wild los, seine schreckliche Kraft kam zum Vorschein. Das scharfe, gebogene Horn traf die Seite des Löwenjungen und schleuderte es hoch in die Luft. Das Löwenjunge fiel schwer zu Boden, wirbelte eine Staubwolke auf und blieb regungslos mitten im Grasland liegen. Die Löwenmutter brüllte wütend, stürzte sich auf den Büffel und zerrte mit feurigen Augen wild an ihm. Der Büffel nutzte die Gelegenheit, um aufzustehen und auf die Herde zuzukriechen, wobei er Blut auf dem Boden hinterließ. Die Löwenmutter rannte mit panisch blitzenden Augen zu ihrem Jungen und leckte ihr ganzes Junges ab. Das Löwenjunge reagierte nicht, sein Körper war schlaff, er hatte nur eine schwache Atmung und halb geschlossene Augen. Die Löwin packte ihr Junges am Hals, stand auf und machte sich auf die Suche nach Hilfe durch Menschen. Auf dem Weg zurück zum Naturschutzzentrum blieb die Löwenmutter immer wieder stehen, weil sie so müde war. Das Löwenjunge war zu groß für die Zähne seiner Mutter, daher verursachte ihm das Beißen noch mehr Schmerzen. Nach einigen 100 Metern legte er das Kind zum Ausruhen ab, keuchte und sah sich um. Plötzlich sah er eine alte, zerrissene Ledertasche am staubigen Straßenrand liegen. Die Löwenmutter näherte sich, stieß die Tasche mit ihrer Nase mitten auf die Straße und beschnupperte sie neugierig. Die Tasche war groß genug für das Löwenjunge und wirkte stabil, obwohl sie an einer Seite eingerissen war. Nach kurzem Überlegen legte es das Löwenjunge neben die Tasche und öffnete vorsichtig den Riemen mit seinen Zähnen. Vorsichtig wie eine geschickte Mutter schob sie das Löwenjunge in den Beutel und vermied dabei weitere Schmerzen. Die Tasche sitzt eng und schützt den Körper ihres Kindes auf langen Fahrten vor Reibung und Stößen. Die Löwin packte den Riemen der Tasche und ging stetig weiter, wobei sie ihr einziges Junges in Sicherheit brachte. Die Sonne ging langsam unter, das rote Sonnenlicht warf lange Schatten von Mutter und Kind auf das trockene Gras. In der Ferne steht das Verwaltungsgebäude des Reservats, ein niedriger Holzzaun umgibt das Hauptgelände. Die Löwin kletterte ohne zu zögern über den Zaun und stellte die Ledertasche mitten im Hof ab. Es stieß ein lautes Brüllen aus, wie ein Hilferuf an die Menschen im Inneren. Im Haus sprangen die Ranger sofort auf und rannten auf das drängende Brüllen zu. Sie waren fassungslos, als sie eine Löwin im Hof neben einer Ledertasche stehen sahen. Einer der 3 Ranger hob die Hand, um ihnen zu signalisieren, dass sie anhalten sollten. Mit angespannten Augen beobachtete er jede Bewegung. Die Tasche bewegte sich leicht, sodass ihnen sofort klar wurde, dass sich darin etwas Lebendiges befand. Die 3 sahen einander an und verstanden sofort, dass diese Löwin nicht gekommen war, um zu jagen oder anzugreifen. Es gab einen besonderen Grund dafür und sie mussten schnell, aber auch vorsichtig handeln. Ranger Jonas gab Temba ein Zeichen, draußen mit einem geladenen Betäubungsgewehr Wache zu halten. Er und Richard gingen langsam auf die Tasche zu, ohne den scharfen Blick des Löwen aus den Augen zu lassen. Die Löwenmutter blieb still und bewegte nur ihren Kopf bei jedem Schritt des Menschen. Die Atmosphäre war so angespannt, dass nur eine kleine falsche Bewegung das gesamte Heiligtum ins Chaos stürzen konnte. Richard kniete vor der Tasche nieder, berührte sanft den Lederriemen und spürte die Wärme darin. Jonas flüsterte: „Ich habe dich um Hilfe gebeten. Wir dürfen nichts Unrechtes tun." Sie öffneten langsam die Tasche, darin lag ein leise Schnurren des Löwenjunges. Sein Bauch hob und senkte sich schmerzhaft, sein linkes Bein verkrampfte sich und aus seinem Maul kam ein leiser Schrei, als würde es um Hilfe betteln. Richard blickte ihm in die Augen und sah schmerzgemischt mit Glauben an die Menschheit etwas Seltenes.
Jonas drehte sich zu seiner Mutter um und nickte dann leicht eine stille Art, sie zu beruhigen. Die Löwenmutter blinzelte und trat dann ein paar Schritte zurück, um dem Ranger Platz zu machen, der ihr Junges hineinbringen wollte. Temba blieb weiterhin auf der Hut, senkte jedoch seine Waffe, da er spürte, dass die Atmosphäre entspannter geworden war. Jonas hob das Löwenjunge schnell auf, der Beutel war noch immer um den kleinen Körper gewickelt. Richard begleitete das Baby und achtete dabei immer auf die Atmung, damit der Kopf des Löwenbabys nicht angestoßen wurde, wenn es sich bewegte. Die Löwenmutter folgte ihnen ein paar Meter hinterher und gab keinen Laut von sich, als wolle sie sicherstellen, dass ihre Jungen nicht verletzt würden. Ein junger Tierarzt wartete im Zimmer und signalisierte, dass die Tür schnell geöffnet werden solle. Das Löwenjunge wurde auf den Untersuchungstisch gelegt und der Arzt begann, auf Reflexe und Anzeichen einer Verletzung zu achten. In der Zwischenzeit ging Jonas hinaus, um die Löwenmutter zu beruhigen, und signalisierte ihr, an der Glastür zu warten. Die Löwenmutter legte sich hin, ihre Augen waren auf den Raum gerichtet, und jede Bewegung der Ärzte entging ihrem Blick nicht. Die drei Ranger standen gerührt beieinander, keiner von ihnen hatte je zuvor etwas derartiges erlebt. Das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Löwe sein Junges zu Menschen bringt, um Hilfe zu bekommen, sagte Richard. Jonas nickte, und dieses Vertrauen müssen wir uns dieses Mal auch verdienen. Temba blickte schweigend auf das Feld, Mutterliebe kann alle Grenzen überschreiten, sogar die zwischen Wildnis und Mensch. Keiner sagte ein weiteres Wort, sie standen einfach nur da, warteten, hofften und waren bereit zu helfen. Die Nachmittagssonne verblasste allmählich, doch in den Herzen der Naturschützer begann die Hoffnung aufzublühen. Die Chefärztin ist Alice, die während ihrer Karriere in der Masai Mara Hunderte von Wildtieren gerettet hat. Sie und ihr Kollege Mark begannen, den gesamten Körper des Jungen mit ihren Händen und einem Ultraschallgerät zu untersuchen. Sein linkes Bein war leicht gebrochen, außerdem hatte es tiefe Blutergüsse am Bauch und mehrere kleine Risse in der Haut. Mark trug vorsichtig ein Antiseptikum auf, während Alice Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente vorbereitete. Das Löwenjunge lag still da und schien zu verstehen, dass sie versuchten, ihm über seinen Schmerz hinweg zu helfen. Die Wunde wurde sorgfältig mit einem Spezialverband für Großtiere verbunden. Alice spritzte ihm außerdem intravenös Flüssigkeit, um die Genesung zu beschleunigen. Nach 45 Minuten Pflege war die Atmung des Löwenjungen stabil, seine Augen waren weiter und es reagierte deutlich. Mark kicherte, es wird schon gut gehen. Aber wir müssen es noch ein paar Tage beobachten, um sicher zu gehen. Die Löwin vor der Glastür schien die Veränderung zu spüren und spitzte hoffnungsvoll die Ohren. Alice stieg aus und informierte die Ranger, ihm geht es gut. Nur ein paar Weichteilverletzungen, in einer Woche wird es ihm wieder gut gehen. Jonas atmete erleichtert auf, drehte sich wieder zur Löwin um und sagte, wir haben es geschafft. Die Löwin stand auf, kam langsam näher, ihr Blick wurde sanfter, fast ein wortloses Dankeschön. Sie beschlossen, Mutter und Kind zur weiteren Betreuung in einem speziellen Käfig neben dem Zentrum unterzubringen. Die wundersame Geschichte verbreitete sich im gesamten Ranger-Team wie ein Wunder im grünen Wald. Der für die Löwenmutter und ihre Babys reservierte Bereich ist mit stabilem Holz eingezäunt, bietet Schatten, sauberes Wasser und reichlich Futter. Jeden Morgen bringt Temba frisches Fleisch und beobachtet, wie das Löwenjunge allmählich wieder zu laufen beginnt. Richard saß oft draußen und las, wobei er gelegentlich leise mit der Löwin plauderte. Jonas führte akribisch Buch über seine Genesung und hoffte, diese Aufzeichnungen in Zukunft bei ähnlichen Fällen verwenden zu können. Das Löwenjunge begann zu spielen, rannte um seine Mutter herum, kletterte ihr manchmal auf den Rücken und sprang herunter. Auch die Löwenmutter fühlt sich sicherer und ist nicht mehr so gestresst wie in den ersten Tagen, als sie ihr Junges hierher brachte. Sie liegt oft neben ihrem Kind, leckt sein Fell und macht leise Geräusche, wie ein Schlaflied in der Wildnis. Eine Woche später bestätigte Dr. Alice, dass sich das Löwenjunge vollständig erholt hatte und in die Wildnis zurückkehren konnte. Die Ranger öffneten die Käfigtür, die Löwenmutter stand als erste auf und warf allen einen unvergesslichen Blick zu. Das Löwenjunge rannte hinter ihm her, blieb ein paar Sekunden stehen, als wolle es Danke sagen, und ging dann weg.
Die 3 Ranger standen da und sahen schweigend zu, ihre Herzen waren voller Glück und Zuversicht. Sie behielten die alte Ledertasche und hängten sie als Symbol der seltsamen Verbindung zwischen Wildnis und Mensch auf. Von da an erzählte Richard den neuen Rekruten der Reserve jeden Abend diese Geschichte. Eine Geschichte über Mut, Mutterliebe und Glauben, etwas, das sogar primitive Raubtierinstinkte überwinden kann. Und dort, in der Masai Mara, werden sie erneut Zeuge eines wilden Wunders, so schön und so menschlich. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.